Ja, wird Zeit für die Poker-Action am Sonntag. Wir sehen es, wir haben es schon um 5 oder so. Muss aber nie jeden Tag von früh bis spät pokern. Zumindest nie, wenn man noch normal im Schädel ist. Ja, nun, ich habe mich mal direkt kurz vor knapp in das Bigger 550 wie letztes Mal schon eingekauft. Und steige hier quasi mit 20 BB ein. Ja, also jetzt habe ich schon 19, weil ich schon mal irgendwie vorhin was gefüllt habe oder so. Alles nicht Thema. Hier, ja, ich jetzt bloß sehen, dass ich mal Spaß mit hochkommen oder so. Ansonsten interessiert es mich eigentlich auch nicht so sehr. Ja, und dann gucke ich, was man halt hier noch so machen kann gerade. Hm. Ich will halt definitiv nie nochmal 180 spielen, weil ein bisschen 100, so ein bisschen Abwechslung ist auch schön. Aber es ist halt auch, muss halt noch ein bisschen schauen, was sich so anbietet anzuspielen. Turbo Knockout. Schauen wir mal. Ich weiß, es dauert alles noch ein bisschen, bis es losgeht. Jetzt können wir uns dann vielleicht mal zum Sunday Storm angucken. Ob wir da nie möchten. Was haben wir jetzt? 17 Uhr. Geht nicht so richtig viel. Ja. Bis es halt. Es schiebt. Müssen es wahrscheinlich 3,50 jetzt werden wieder. Ein bisschen rumgrinden wieder. Wird schon gut gehen. Wobei, 6 Spieler, er will den 6 Spieler. Geh weg. Diese 6 Spieler-Matches. Pfui. Da, ja, jetzt sieht schon besser aus. Wir haben uns hier sehen. Ach, geh weg. Oh, ach, die gehen so angenehm. Über dieses ewig langsame geworden. Und jetzt fragen wir uns dafür, was ist langsames Warten? Oh, 14 Blinds, ja. Also, ne? Da gehen wir halt mal direkt rein. Finden wir gut. Und damit platzen wir es rein. Dann gucken wir mal, was los ist. Das könnte ein recht kurzer Ausflug sein. Ich meine, solche Races. Ach, ich kenne jetzt überhaupt nicht mit denen. Ich habe mir das so einen Kurs angeguckt. Das ist halt bei Latrex auch öfter mal so. Da muss man dann halt mit rechnen, dass man völlig wenn Plan dann mal rein muss, wenn man direkt Short beginnt. Aber haben wir ja kein Problem damit. Die haben eine Macke. Und so einfach bekommt man Chips von den Leuten. Oh, wie lange brauchen die denn hier? Sind die nicht ganz dicht? Also bloß rein und fertig. Und gegen. Ne, er foldet. Was? Wie sind der unterwegs? So, ganz so schlimm. Na gut. Interessant. So, machen wir noch. Ja, also 2 wird ich hier schon noch aufmachen.
Also ich will halt mal experimentieren mit nie ganz so viel Kloppen, mal gucken, was so der Unterschied ist von meiner Spielweise. Vergleich das mal. Ob ich da wesentlich anders spiele. Ich meine, das ist zwar bei City Ghost so eine Sache, weil da gibt es jetzt eigentlich nicht so viel zu variieren, aber mal sehen. Ob ich da weniger so eine komischen Dinger mache. Ob ich ruhiger bleibe. Vielleicht tilte ich ja nicht. Wer weiß. Ja, ist. Na, zum Glück machen die Leute immer dieselben Fehler. Oh, das gefällt mir nicht. Also wird jetzt schon gefühlt. Also wenn wir hier so ein starkes Race machen und der King mit 5 Sternen macht klein noch ein Race drüber und das in einer der ersten Hände, dann ja, selbst EK halte ich da schon fast für unwahrscheinlich. Früh spielen wir nicht. Also rattern wir das Programm runter. Das sieht zwar schön aus, aber das sieht nicht so hübsch aus, aber das werden wir jetzt noch nie wollten. Nein, der muss jetzt erstmal zeigen, dass er irgendwie fähig ist. Ich meine, bisher deuten die Indizien nicht so direkt drauf hin. Und am Ende können wir ja auch noch setten. Früh spielen wir nicht. Ja, er hat sich wieder unendlich Gedanken gemacht, wie man hier betten könnte und ist auf 172 gekommen. Das hat bestimmt Sinn. Das Problem ist, dass wenn wir hier später eingestiegen sind, dass wir jetzt eigentlich erstmal, wir brauchen nicht direkt Push-Hände, logisch, also wir müssen uns bereit sind reinzukommen. Weil es jetzt eben schon alle so auf der Phase sind, dass wir ein bisschen bereit sind reinzugehen. Also ich kann jetzt nie beginnen hier Min zu racen und dann zu folden, das wäre mit 18 bb beim Multitable jetzt ein bisschen zu blöd. Ich gucke jetzt lieber, dass ich jetzt irgendwie schaffe, auf 30, 40 bb hochzukommen und dann kann man überlegen, ob wir anfangen mit Spielen. Alles anderes denke ich mal für den Arsch. Ja. Ach, Banner, was ist das denn hier? Ja, das ist dasselbe. Also den tue ich vorerst mal, ich vermute, der ist mal Teil, weil er am mehreren Tisch spielt das und ja, über die paar Hände zeigt er auch schon ein bisschen Tightness. Also das kann man selbstverständlich später noch ändern, falls wir dann merken, das ist Quatsch, aber ist eigentlich recht selten, dass die Leute dann irgendwie plötzlich total loose sind. Puh. Ah, warum falsch ist Jack, weil wir halt auf Position sind und alle interessiert scheinen und wir keinen 1000 Leute Pot spielen wollen mit Ace Jack und noch nicht mal wissen, ob Ace gut ist. Also selbst hier bin ich mir da noch nie. Am Ende fangen sie dann dumm rumzumehren. Also nicht, dass ich so ausgeschlossen halte, dass Ace Jack jetzt hier gut ist, aber das sind halt so die typischen Dinge, man hält sich einfach raus. Das interessiert gar nicht so sehr. Der hat gereist, denn damit wird er schon irgendwas haben. Und wenn es schlechter ist, dann gratuliere ich ihm. Aber ich fange nie an, das Out of Position rauszufinden.
wollte eigentlich mal wieder aufhören mit den ganzen Poker-Strategie-Mist hier eigentlich. Wie gesagt, ich meine, Poker-Strategie findet man nur wirklich genug im Netz und es ist ja nicht so, als würde ich jetzt hier nur Wahrheiten verkünden. Manchmal immer laber ich einfach nur, was mir gerade einfällt und da kann man eigentlich drauf kacken, hier mit Poker-Strategie zu beginnen. Könnten jetzt eigentlich auch mal ganz normal über das reden, was wir so sehen. Ich werde natürlich trotzdem hier und da mal einen Gedanken äußern, was ich mir hier dazu denke, aber das war jetzt am Anfang bei den Teil zu sein, das interessiert glaube ich keinen Menschen mehr. Und selbst wenn es mal jemanden interessiert hat, Spasibo ist auch ein interessanter Begriff, dann weiß es inzwischen. Rein im Direktor, ja, schon leider, ja, tja, das war wieder der UTG-Limp. Well known. Ne? Ah, der King gegen Dame 10. Naja. Ah, schade. Wie ich wieder treffe. So, ja, fangen wir weiter. Ja, machen halt immer schön, ziehen unsere Standardbets durch. Das ist ein ganz schön höheres. Halten wir uns halt raus. So, das werden wir halt nie im Leben wegwerfen. Da nehmen wir den Klammer ins Gericht für seine Kacke. Dame 9, King, sehr gut. Und Flash noch gleich dazu. Und das ist ein kleiner Bett. Den gucken wir uns dann halt doch an. Ich weiß nicht, warum man mit Top hier als Overpad betten muss. Wollen wir selber am besten wissen. Wo war es hier, glaube ich. Das ist sogar aus. Naja. Dann. Der scheint das öfter zu machen. Ja, es ist ein Fisch. Brauchen wir also nicht viel drauf zu geben, wenn der viel bettet. Ach, Mist. Da werden wir Fische so oft wiedersehen. Vor allem genau diesen Fisch. Ja, gegen den selten. Wenn wir schon wissen, dass er Teil ist, dann brauchen wir es auch nie noch Durchstimmungsrumkorn raushinten. Das bringt's nicht. So, der Rest da oben schon wieder. Ich bliede hier ein bisschen Chips auf, aber es sind halt leider immer Pocket Pairs und kann man ja doch mal treffen. Ja, hier versuchen wir aus dem Smartline ein bisschen easy zu limpen. Also kann man gar nicht so schlecht sein, aber ja, da ist zwar ein Flash dran gekommen, aber ich denke mal, es sieht ganz gut aus. Alter, wie oft kriegst du hier noch ein Pocket? Batch trotzdem. Ist nicht so, als ob das hier völlig ohne Value wäre. Allgemein Batch, ja, jetzt haben wir endlich mal hier Top Set. Sieht sehr draw-lastig aus. Aber der wird vielleicht auch mehr investieren, einfach nur weil er ein Finn ist und die eigentlich ziemlich aggressiv sonst auch immer sind. Das ist schlecht. Aber wir gehen trotzdem Prog damit, weil es sieht gut aus. Es ist sehr gut. Aber wird er natürlich trotzdem. Na gut, ich meine, ich weiß nicht, wo der jetzt was. Kümmern wir uns nie drum. Ob das jetzt richtig oder falsch war mit den Aces. Mit Aces gehe ich auch gerne Prog. Achso, nee, das ist der Teil, die Junge, den reißen wir natürlich an, weil er einfach viel zu interessiert dran ist, seine Hand wegzuwerfen, denke ich mal. Da braucht man nie irgendwie den Flop sehen zu lassen mit irgendeiner Hand und was macht denn der ja eigentlich schon Quatsch? Ja. Also ich mag hier auch Leute, die bluffen in Sinn Goes prinzipiell als Fisch. Vor allem wenn es solche völlig gestörten Bluffs sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Einfach nur, weil man Sinn Goes so nie ewig viel bluffen muss, außer die Situation erlaubt das später mal und so. Also das kann man sich zumeist eigentlich ziemlich oft schenken. Man soll sich lieber auf die soliden Karten erstmal konzentrieren. Zumindest solange der halbe Tisch voller Fische ist. So, jetzt machen wir was ganz Komisches und checken behind.
weil der uns hier nämlich so komisch gefloatet hat. So, und jetzt graben wir das und sehen uns an, dass wir vorne sind. Wollen ja mal ein bisschen Geld verdienen an dem Zeug. Ne? So, das Min-Bett kommen wir jetzt einfach so. Haben Taper. Und das. Jetzt wird aber auf einmal stark. Oh na gut. Haben halt Taper und haben halt bloß gekarten Min-Bett. Das ist halt. Da gucken wir zwar ziemlich oft jetzt wieder in irgendeine Müllhand jetzt und trauern, ja, und sowas halt, aber kann man halt nur sehen, dass wir einen Pott billig halten. Ich glaube, Fulden wäre das sehr selten. Vor allem nie, wenn man das mit dem Min-Bet anfängt und dann komisch zu betten beginnt. Das ist einfach. So, hier sind wir jetzt noch 6. Da kann man S-Jack langsam mal auch in früher Position reißen und hoffen, dass es nie gleich wieder rumgeballert wird. Aber die Leute bleiben ja passiv. So. Ja, mit den Dingern magisch zu reißen einfach. Ja, wir betten einfach doof Top-Pair rein, bis er uns mal erzählt, dass wir schlecht sind. Aber solange die ganze Zeit halt sagt er Ass 4 und es blutet jetzt. Ach, das ist ein Arschloch. Der scheint auch nicht sehr fähig zu sein. Also mit Ass 4 hat er da einfach nicht reinzukommen. Das ist ein sehr interessantes Rätsel, aber da er so klein ist, da machen wir jetzt hier keine Spielereien. Ace ist natürlich, also wie immer habe ich eine riesen Qualitäten, Aces aufzudecken. Ich meine, bei dem Minres ist klar, dass er eine starke Hand hat, weil er einfach mal keine Chips hat und also in Pups-Race dort immer so eine Faxen bedeutet, aber ich will halt 9 gegen den Shortstack nie loslassen. Ah, ich stelle mal hier das Ding als das schickt mich immer mal wieder. Da, wann mache ich es mal ganz? Wann mache ich es mal ganz? Was sollten wir da irgendwas drehen? Wenn ich anfange mal diesen Mist hier ganz zu machen. So, check mal gerne in Position. Da wird es ein Full House haben. Wir haben ja fast nur noch Queens, Aces oder natürlich King. Ein bisschen Probleme, aber haben die nie. Also maximal ein King Scheiße kann hier noch irgendwie meine Queens und Aces sind einfach mal auszuschließen. Und jetzt reißt er. Das ist komisch. Eine 5 reißt. Das müssen wir uns mal überlegen, was das bedeutet. Ob da unser Jack jetzt schlecht ist. Ah, es kann natürlich immer. Ja, ist ein King. Okay. Bin ich eigentlich froh, dass er mich nie stärker angebettet hat, weil ich meine, es ist schon schwierig, das Haus dort wegzulegen. Aber so sind sie. Ja, dann gehe ich jetzt einfach Prog. Weil eigentlich muss man dann nie Prog gehen. Ne? Ja, doch, gegen so ein Furzbett stellen sie einfach rein. Irgendwas wird schon gut sein, ob es nur der Flaschdraht ist oder die 2 Siebenen, das ist mir jetzt Wurst. Aber auf die Schwäche versuche ich das jetzt einfach mal abzuziehen. Haben wir ja genug Hintertüren, die auch gut sein könnten. Gerade wenn so ein Vogel hier mitbettet. So, das wird wahrscheinlich hier reingehen, denke ich mal. Wenn, ja, wahrscheinlich wird es reingehen. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen zu folgen, wenn hier irgendeiner arbeitet. Also mal alles, was hier aus der Ecke kommt, bin ich insta drin, einfach nur weil die Chance zu groß ist, dass ich gut bin und ich es eigentlich schon brauche. Und die Hand ja schon solide ist. Aber was machen die denn? Was brauchen die immer so ewig lange, um einen Zug zu machen? Ist hier irgendwas gerade? Sind wir schon in der Nähe des Geldes? Auch nie. Also ich weiß nicht, was hier los ist mit den Leuten. Naja. Episch.
Der Money tiltet. Eine scheint ja der Meinung zu sein, dass ich die Zeitbank nie brauche. Es geht halt ein bisschen rein. Das ist eine komische Straße. Ja, gegen Ass 6 sehen wir auch meistens gut aus. Also gegen solche Ass 6, aber hier haben wir gebastelt. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt zwar eine Straße, aber ich will jetzt nicht durchdrehen. Sehr gut, und Ace-Jack sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ich meine, ich habe jetzt 28 BB, ich werde das nie gleich reinstellen oder so. Muss man schon die Situation ausgucken. Letztendlich ist ja auch nur Ace-Jack. Aber was weiß ich, ob jetzt hier vielleicht der Button wieder Aktion macht oder so, ne. So, naja, dann machen wir halt auf Position im Inres. Dann gucken wir mal, wie der Big Stack so reagiert. Nicht, dass wir ewig später sind. Ja, voll, das ist gut. So, das wollen wir mal nie machen. Ach nee. 20 BB, du. Das ist noch ganz gut. Sind wir da weh. Da kümmere ich mich nicht drum. Ja, sagt das ja der Fischer. Bestimmt irgendwas getroffen und traut sich nie, das so richtig anzuzeigen. Schade. Ja, ich bin halt auch einer, der immer Fische gerne runterkarrt, einfach nur damit Fische auch was verdienen. Naja, traurig, wenn Fische nicht verdienen. Gehen sie uns nur verloren. Was ist denn jetzt eigentlich? Das war da jetzt dann vorhin vorbei, naja. Sehr genau, 1500 werden bezahlt. Naja, es geht ja. Freut uns natürlich schon wieder. Wobei die P-Sprünge hier deutlich besser sind als immer diese Turbo-P-Sprünge, wo es dann immer einen Dollar hochgeht oder so ein Shit. Also das kann man ja schon relativ anbieten. Tja, muss man halt nur ins Geld kommen, ne? Es hat ja schon mal gut mit dem Verdoppler begonnen. Das haben wir erstmal wieder, weil es halt nie ewig viel Puffer. 29 BB, das wird auch relativ bald wieder schrumpfen, also möchten wir bald mal irgendwas. Und irgendwelche Situationen aussuchen, wo wir uns involvieren. Oh. So, und da wir fangen wieder an hier Skype zu schließen, damit ihr nie meinen ganzen Chat mit vorlesen müsst. Das wäre ja ganz fies. So, okay, gegen Lebens ist immer in Ordnung. Vor allem wenn man short ist. Ich weiß nicht, was die immer damit machen wollen. Ja, interessant. Sieht interessant aus, immer.
Hier könnte man ja mal versuchen. Oh, hier könnte man ja mal versuchen. Bis das einer pusht. Das ist immer schade. Naja, sagen wir ja, hätten wir ja bloß einen King treffen müssen. Hätten wir natürlich nicht getan, aber ist ja auch alles egal. So, jetzt geht er durch rein. Ich meine, auch wenn der wahrscheinlich ganz gut im Pusher-Volt ist. Oder einfach nur Queen Jack, weiß ich gar nicht, ob das so schön ist, das zu machen. Oh, hätte nie mal irgendwas anderes kommen können. Schade. Oh, Queen Jack auf Suit, müssen wir mal überlegen, ob das gut war, was er gemacht hat. Ob wir ihn jetzt hassen müssen. Ich meine, ich habe das Gefühl, das war schon ganz in Ordnung. Aber, och Alter, jetzt bin ich auch nochmal gleich dominiert, damit es auch, nee, ja, ja, jetzt habe ich $9. Fett. So, ich hoffe mal, fliege ich dann auch irgendwann mal raus, dass ich da mal ein neues aufmachen kann. Außer da will jetzt hier eine übelste Zauberei veranstalten. Mist, der hat schon getroffen. Dabei war ich sowas von vorne. So. Was gegen was? Gegen was bitte? Damit 2? Hackt's? Ach so, das war. Okay. Ich dachte schon, der hätte das jetzt hier. Ach, mal nicht mitgekriegt, dass wieder irgendeiner Schwert war. Ich wollte schon gerade hassen. So, was hat der? Der hat bestimmt auf eine Hand vorher reagiert. Aha. Das sieht hier nicht gut aus. Ich habe schon irgendeinen Push verloren. So, naja. So, 13 BW noch ein Limp für Terach. Wenn der mich dann wahrscheinlich oft callen wird, das ist schade, aber ich kann jetzt nicht beginnen hier traurig umherzufolgen, bloß weil mich irgendwelche Leute callen können. Sie tun es ja noch nicht immer. Das hier ein bisschen beobachten, auch wenn es da irgendwie nichts zu beobachten gibt. So, naja, hier kann ich einen relativ guten Pot jetzt abfassen, wenn ich irgendwas komisch treffe. Ich meine, hier braucht Schlag, aber oh ja, eine 4 oder so. Das sieht gut aus. Oh, das sah gut aus. So, das hier sieht irgendwie gar nicht so gut aus. Das kann man natürlich, weil wir dominiert sind. Ach, und der gleich trifft. Fick dich, Alter. Die haben trotzdem niemanden, das ist keine Sorge. So, das ist ein Limp halt von der 4. Und wird von Dame 10 Insta. Och, und der trifft, Alter. Ficker, das ist wirklich eine Wurst. Das geht gar nicht. Fisch. Ja, warte bald mal. Achso, ja. Och, ist jetzt mal mit was mit einem Back hin. Das ist ja schlimm. Also geht wieder super gut los hier. Ich bin begeistert. Leute callen mit Scheiße und treffen die. Finde ich immer gut. Aber mal gucken, ja. 7, okay, passt. Was sind das? Das sind Limpen. 1,4 drinne. Naja, dann nehmen wir das mal mit. Ich hoffe zumindest, dass ich mal mitnehmen darf und das jetzt nicht gleich wieder alles scheiße ist. Ja. So, das ist klar. Suit dürfen wir. So, was ist hier los? Och, lasst's einfach los, Jungs. Euer König 10 Gelümbe oder eure kleinen Paare oder was ihr auch immer hier rumlimmt. Aha, stellen ist wichtig.
wenn die Leute ganz schön nerven immer, weil sie immer nie wollen. So, naja, als EK halt nie verhüllen, ist klar. Kann auch 5-mal dreifach heißen. Kampfwurst. Komm, jedes Bild, jedes große Bild. Oh. Jedes große Bild, Junge. Nicht dieser Schrott. Halmer, weil wir mal wieder so getrennt in den Sinn goes gerade. 6, 7, komm, 6, 7, 6, ist gut. Und sehr schnell geht's von oben nach unten in den Sinn goes. Das bleibt doch weiterhin so. Es ist sehr gut. Komm, machen wir eine Flasche hier oder so. Ne, ach, so, das ist gut. Also, von mir könnt ihr was lernen, Leute. Ich mache jetzt, vernichte jetzt erstmal wieder meine Bankroll, weil alle treffen. Oder Aces haben. Naja. Hält dich nie an, ihr Pisswurster. Ja. Könnt ja mal irgendwann was losgehen, ja. Das ist eine ganz schlechte Position, wenn wir jetzt reisen immer. Weil wir nie Chips haben. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, fangen wir jetzt mal an. Ja, ich meine, wir müssen halt trotzdem irgendwas betten. Ist klar. Weil es ist auch noch ein Europa. Und wenn es eher ein größeres Paar hat, na dann schön. Aber ich versuche auch jetzt langsam mal ein bisschen kleiner zu betten. Also ich merke manchmal, dass es eigentlich sinnlos ist, bei solchen Riesenpots halben Pot zu setzen oder so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, die Leute callen dann zwar auch gerne mal mit Bras oder so, aber das tun sie erstens mal eh. Und zweitens mal, es ist eigentlich behindert, ständig so viel Chips investieren zu müssen. Mal sehen, wie das klappt. Ja, 8 Minres, keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist mir auf jeden Fall nie gefallen. So, der hat gezeigt, dass ein bisschen ganz schön weit calls. Da werden wir vielleicht nie mit völligem Schrott hier abgehen. Out of Position ist immer scheiße, aber wir versuchen uns mal etwas zu repräsentieren. Auch wenn die Leute meistens nie fallen wollen, aber sie können es tatsächlich mal. So. Na, vielleicht war das ja bloß ein doofer Anfang. Ja, das ist ein Lolfisch. Ist das eine neue Fischsorte, die ich kennen müsste? Ach ja, und die schieben sich das Text hin und her. Sind eigentlich gut. Ja, bitte. Schon noch am meisten Respekt, ja. Aber das sind ja 16 BB. Jetzt sind wir ein bisschen Loser zu werden hier. Nee, Alter. Die sind aber auch lucky. Ich meine, AK eine Sache und dann aber auch noch mich auszuperlen, wie man das auch immer bezeichnet. Das nervt. Nervt. Naja, wir haben ja gesehen, dass unsere Kurve wieder, also haben wir das? Ne, ich glaube, wir haben es gar nicht gemeinsam gesehen, aber die Kurve des Geldes war ziemlich oben angelangt wieder und jetzt muss erstmal wieder ein bisschen abgebaut werden. Sonst fühlt sich PokerStars auch nicht schlecht. Also kann ja nicht einfach so jetzt losgehen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Und wenn dann halt mal jeder 3 outen muss, dann muss halt jeder 3 outen. Das ist halt überhaupt kein Problem. Das richtet PokerStars schon so ein. Das sind diese großen Raises. Wenn sie die mal kleiner machen könnten. Und schon viel. Ist doch gut. Also, jetzt wahrscheinlich auch einfach nur mit irgendeiner halbwegs guten Hand machen. Größe dazu. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Was wird mir alles ein bisschen. Na komm jetzt hier mal, mach mal was. Ja, was ist denn hier eigentlich? Haben alle so viele Chips, die sind so schön. Oh, das ist einfach nicht gut, was hier läuft. Einfach nie gut. Zum Glück können ein paar von den Fünfen immer noch limpen. Das ist sick. Wenn AK klar an der Straße bleibt. Oh. Oh. 409 Schwerschutz will machen müssen, aber bin natürlich dominiert. Warum auch nie? Ich glaube, heute bin ich immer dominiert. Einfach nur weil dominiert sein cool ist. Och, und der kann sich mal ein bisschen anstrengen, mehr als Ass 8 zu geben in früher Position. Das geht nur ein bisschen auf den Peter. Wenn mir mal was auf den Peter geht, dann weißt du Bescheid. So, naja, mit EK wollen wir jetzt nie keine Einladung verteilen. Vielleicht treffen wir, oh Mensch, wieder die großen Karten. Ja. Ich warte noch auf meinen ersten Cash hier in diesen 3 Hofstern. Wo gesehen haben, sind ja jetzt schon einige einfach zugegangen, weil es gerade ein bisschen kacke läuft. Also, das waren auch bloß ein paar Tournaments, das waren halt bloß hintereinander weg jetzt schon ein paar Sackouts und das finde ich eigentlich im Allgemeinen nicht so gut, wenn gleich die ersten so losrattern. Das ist nie gut fürs Ego. So, eigentlich sollte ich mal betten auf jeden Fall, aber es ist, oh Gott, nicht so hoch. Also das muss man mitnehmen, das ist viel zu angreifbar, als dass man jetzt hier den Freecard sehen lässt und irgendeine Dame rauspöbeln lässt oder was auch immer dann hätte brauchen können. Muss man dann mal seine Passivität abstellen. Aber das ist so ein Problem von mir. Haben wir ja mit der Zeit jetzt schon gelernt. Ich bin einfach viel zu passiv. So, weg. Als Port. So, ach, irgendwelche Limbs können mal gehen.
Das Rumgelimpe. Und über dieses hohe Geräse. Das sind Leute, die Chips haben, die wissen gar nicht, was die wert sind. Die reisen immer damit rum, als ob es Wurst wäre. Und es mag ja auch sein, dass das jetzt nicht so wichtig ist für die, aber kann man nicht immer zum Alter, du gehst mal ein bisschen auf die Pisse. Hm. Also ich meine, es sind ja schöne Ötzer, die zeigen schon wieder Stärke an. Aber ja, ich wäre natürlich wieder dominiert gewesen. Das ist doch alles Mist. Ja, tun wir natürlich nicht weghauen. So, kann jetzt nicht zu viel liegen hier. Das muss man dann langsam mal jetzt hier gucken, was die Leute wollen. Das drehst du noch mehr. Na dann. Muss man den dann halt mal mit irgendeinem Bullshit callen. Einfach nur, weil er mich zu oft reißt. Ganz klar machen wir uns jetzt zur Aufgabe. Das ist bestimmt der übelst Plus EV, sich jetzt hier auf den einzutrichtern. Müssen wir dann aber peinlich aufpassen, dass wir jetzt auch alles, was wir haben, hinreißen, damit wir weiter in der Line bleiben und hier irgendwelche Auffälligkeiten dann sich auftreten. Gut, mal davon abgesehen, dass wir sie jetzt erstmal in die Hand kriegen müssen. Also irgendwas, was wir spielen wollen. Das sind ja Sorten, die hier quasi auf der Straße rumliegen. Das nervt ja. Der ist vielleicht hoffentlich bald mal raus. 2.9, das ist eigentlich Bubble, aber hoffen wir mal, dass der jetzt nicht durchdreht oder keine Hand hat. So wie es heute läuft, kann das schon fast sein. Dann kann der natürlich easy folden und auslachen hin. Schade. Arschloch, was hat der Ass Junge, Alter? Was ist denn los? Du kannst doch. Ass Junge! Völlig behindert, Alter. Das ist wieder einfach nur schlecht. Du brauchst nie mit Ass Junge jetzt durchdrehen, wenn ich hier pushe. Das ist Unsinn. Wäre es wenigstens okay gewesen, aber selbst das muss doch nicht sein. Schön Blume 9 treffen kann. Jacks, weiß gar nicht, Rira ist noch nicht, das ist ein King, ne? Ich meine, gut, kann man trotzdem Ass X mal geben oder so, also hat er trotzdem mit dabei. Brauchen wir uns jetzt keine riesen Gedanken machen, aber auf jeden Fall sollte er, wobei so wie er aussieht, hat er jetzt auch keine Teile-Range. Sieht schon relativ loose aus, der Junge. Ich gehe mal davon aus, dass Jacks jetzt schon vorne sind. Und der ballert. Ja, und Jacks lassen wir halt nie los. Und wieder Kings im Big Blind. Wie schön die Jungs sind. Ach ja. Welche Geschenke möchtest du mal kriegen, ne? So, wenn der jetzt wieder ausrastet, wäre ich dann auch mit Queen Jack kommen. Auch wenn es riesig High Risk ist, aber das kann es einfach nicht sein, dass der hier
Über jede meiner Hände drüber prügelt. Das ist doch kacke. Das ist ein Minenriss. Versuchen wir was zu angeln. Das ist auch relativ. Es ist immer kacke, dass hier sofort ein Ast drüber sein muss. Das kann ja einfach mal nur eine Queen sein. Dann hab ich doch immer noch genug Probleme, um zu wissen, ob mein Kicker gut ist oder nicht. Das Ass nervt halt. Das Ass nervt einfach nur. Komm, mach doch mal. Nein, jetzt kriegt der wieder so. Es ist jedes Tournament. Also jedes Sit and Go geht hier gerade einfach nur in den Arsch, weil das geht einfach nicht. 3, 4, 5. So ist zum Kotzen gerade. Was denn? Hm. Oh, Alter, kann ich mal nicht dominiert sein? Das kann doch nicht sein. So, was sind denn jetzt die anderen Tournaments? Die können doch nicht alle jetzt schon zu sein. Oder gehen einfach keine neuen mehr auf. Oh, jetzt. Hm. Ja. Ist ja nicht so, als hätte unser Spielstil bisher groß im Stich gelassen. Wird halt bloß nicht so richtig mit dem Start, ja. Level. Genau, solche Leute brauchst du. Level. Ich brauche einfach nur viel mehr Level. Mit 10, Alter, versucht er hier nicht. Ich meine, ich habe 3, das kann ich schon verstehen, aber wenn der mal nicht probiert hat. Versuchen wir es. Gerne. Nein, natürlich wieder. Auch wenn ich es nicht bis zu Ende schaffe. Aber irgendwie. Das
steigen sie wieder an. Los. Macht nochmal hin, Jungs. Spielt halt einfach aus. Rein, fertig. Und der Rekord. Und wie immer ist das nicht gut, wenn er kalt. Och, wer fertig, Alter. Das ist ein bisschen viel. Oh, Alter. Hauptsache langweilig. Ja, das ist ja. Das ist eigentlich auch das einzige Argument, was gegen wenig Tische spielen spricht. Das sind einfach mal sau langweilig, die Leute. Kriegen es nie hin, eine Aktion zu machen innerhalb von 3 Stunden. Weil, guck sich das mal an. Wir sind wir schon. Ja, komm, da kannst du drauf kacken, Alter. Die 300 Spieler hast du schon noch. Weil, gut, der Löffel, klar. Oder brauchen die 300 Spieler vorher beginnen, seine gesamte Zeit runterlaufen zu lassen. Das ist irgendwie Unsinn. Und die Leute pennen sich ein auf 748 Boards. Muss man sofort ausrasten. Na ja, gut, kann es noch recht sein, wenn er hier ein bisschen dann Zeit runterlaufen lässt. Dann überlebt man die 300 Spieler auch eher. Und die Players haben Pause. Wir allerdings machen keine Pause, weil wir den Ghost nebenbei spielen. Und wir sehr keine Pause brauchen. Scheiße braucht keine Pause. Außer wenn sie ins Klo muss. So, das. Ja, wir machen das jetzt einfach, weil wir trotzdem risikobereit sind und nicht ständig folgen wollen auf diese Pisse. Oder was gehen. Naja, pushen wir halt mal ein bisschen und gucken uns an, wie wir jetzt bald wieder dominiert werden. Und wie das kann's echt auch von der schon mal einen Peak hier. Komm, versuch's doch einmal bloß. Sie müssen schon nicht viel machen mit ihrem Call. Dann brauchen sie nicht mal Sorgen machen, ob sie halten. An die Tag hier. Jetzt wäre
erst von Ass 8 gecallt, Alter. Es hackt wo. Jetzt beginnen wir wieder, ja. Vollidioten. Meine Güte. Echt, wenn du immer irgendwie einen Pott verlierst, da kommen sie alle an wie die Larven und versuchen jeden Mist runterzunehmen. Als ob sie dann eine Auszeichnung kriegen, schön oder so. Mm. Mit 5 Blinds werfen wir halt keine Pockets weg, auch wenn wir wieder mal Angst haben, von einem anderen Pocket dominiert zu werden, aber ja, soll sich mal ficken, soll er mir halt lieber zeigen, wie er mich wieder wegtrifft. Gleich mal einen riesen Push mit 14 BB und wir konnten trotzdem.